Moin, ich bin Marlene Duffy und das hier, meine lieben Weinfreunde, ist Bottle Plot. So, dies ist ein sehr feierlicher, ein sehr besonderer Moment, denn die Babypause ist vorbei. Bottle Plot ist wieder da und wir sitzen hier wieder gemeinsam in meiner Küche und verkosten Wein. Allerdings ist dies nicht die Küche in Hamburg, sondern ich bin in einer Küche ganz weit weg von zu Hause. Ich bin nämlich momentan für eine Weile in Sydney, in Australien, um mir die australischen Weine und die australischen Weinbaugebiete genauestens unter die Lupe zu nehmen und euch zu zeigen. So, und damit wollen wir auch gleich mal anfangen. Ich habe hier nämlich zwei wunderbare, ausgezeichnete Weine für euch gefunden. Zuerst muss ich aber noch sagen, ich habe euch ganz doll vermisst und ich habe mich auch unglaublich über die ganzen E-Mails gefreut, die ich bekommen habe. Es wurde immer wieder gefragt, wann geht es endlich weiter mit Bottle Plot? Heute. Heute geht es weiter mit Bottle Plot. Außerdem vermisse ich Hamburg natürlich sehr. Ich würde sehr gern mit meinen Hamburger Sommeliers zusammensitzen jetzt und ein Bier trinken. Aber Sydney ist auch ganz schön und das Allerbeste an Sydney ist, dass Sydney umringelt ist, umzingelt ist von Weinbaugebieten. Und ich habe hier zwei Weine, die aus Weinbaugebieten kommen, die nicht weit weg sind von hier. Und zwar, fangen wir mal an mit dem ersten Wein. Wir haben hier einen Wein aus Orange. Orange ist ungefähr 3 Stunden Norden, Süden, Osten, westlich. Wenn man 3 Stunden lang westlich fährt, von hier über die Blue Mountains rüber, dann kommt man irgendwann nach Orange. So. Und ist ein relativ hochgelegenes, die Weinberge, auf denen diese Reben gewachsen sind, die Trauben gewachsen sind für diesen Wein, sind relativ hoch gelegen, auf ungefähr 800 Metern über dem Seelevel. Und das hat zur Folge, dass es dort relativ kühl ist auch. Also eine relativ kühle Region. Dort schneit es auch regelmäßig, meine lieben Weinfreunde. Ja, man denkt ja in Deutschland immer so, in Australien ist es immer und überall und so weiter heiß, aber es schneit auch in Australien. Ich habe letztens mal geguckt, wir sind ja hier momentan wir gehen stark auf den Winter zu, wir sind im Spätherbst und ich habe da mal geguckt, -1 Grad waren es da. Knackige Temperaturen. Auch im Sommer geht es dort nachts, wenn es heiß ist, geht es dort nachts relativ weit runter. Es kühlt ab während der Nacht, was bekanntlich sehr gut ist für die Säure im Wein. So, also haben wir hier den 2008er Cabernet Merlot von Logan Wines. Bitteschön. Mit dem wunderbar bestickten, mit Weinlaub bestickten, herbstlich anmutenden Weinlabel. 47% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot und als kleinen Sidekick haben wir 8% Cabernet Franc. So, und das probieren wir jetzt mal. So, ich bin ganz aufgeregt. Von der Farbe her eine wunderbare, tiefes, intensives Rot. So, und da riechen wir jetzt mal rein. Ganz viele schwarze, dunkle Kirschen. Wenn sie schwarz sind, sind sie dunkel. Also dicke, schwarze Kirschen und frische Pflaume, lilane frische Pflaume, wenn man sie so vom Baum pflückt und aufmacht. Dieses frische Pflaumenaroma. Auch ein bisschen Oregano, getrockneten Oregano, getrocknete Kräuter. Und aus der Weihnachtsecke, aus der Weihnachtskiste etwas Zimt- und Nelkenaromen. So, probieren wir mal. Das ist gerade voll daneben gegangen. Okay, eine unglaublich saftig machende Säure, die macht die Kirschen ganz schön saftig. Eine ganz feine Tanninstruktur auf der Zunge, legt sich über die ganze Zunge rüber. Und jetzt habe ich noch ein bisschen hellrote Aromen, ein bisschen was Himbeeriges dazu. Leicht Cassis am Gaumen, hinten. Nochmal probieren. Und jetzt bekommt man noch ein bisschen Espressobohnen, ein bisschen was Schokoladiges auch, Röstaromatik mit Schokolade, so ein bisschen Mochaccino.
Logan Wines, meine Damen und Herren. 14,5% Volumen Alkohol haben wir hier. So, machen wir weiter mit dem nächsten Wein. Der kommt auch ungefähr 3 Stunden entfernt von hier aus einem Weingut im Canberra District. Und zwar fährt man dann südlich, wenn man da hinkommen will. Südlich 3 Stunden lang. Nick O'Leary ist der Winemaker. Und der Wein ist das war jetzt irgendwie umgedreht. Also, ich habe hier den 2009er Shiraz von Nick O'Leary. Bitteschön, da ist er. Und auf der Flasche hat er seine Unterschrift drauf. Und mich würde mal interessieren, wie oft er diese Unterschrift hat üben müssen, dass die so schön war, gut genug war, um auf die Flasche raufzukommen. Hat er bestimmt einige Male machen müssen, einige 100 Male. 13,5% Volumen Alkohol. So, auch in Canberra schneit es. Manchmal, ja, auch kühle Weinregion. So, von der Farbe her auch wieder ein kräftiges, intensives Rot. Und da riechen wir jetzt mal rein. Ganz anders als der erste Wein. Hier hatten wir einen richtig fruchtbetonten Wein. Und in diesem Wein ist zwar auch was Fruchtiges drin. Ich habe dicke, schwarze Brombeeren. Allerdings sind diese Brombeeren umwickelt von Speck und gebraten. Also Brombeeren im Speckmantel. Und auch so ein bisschen eher in die gemüsige Ecke geht das. Gemüse, gebackenes Gemüse. Und schwarze Oliven. So, probieren wir mal. Okay, eine mittelkräftige Säure, ganz seidige Tannine. Und jetzt habe ich hier hinten richtig ist richtig cremig im Hals. Außerdem fast salzig, geht fast in die salzige Richtung. Und ein bisschen gebackene Esskastanien, wenn man sie so in der Pfanne im Salz backt und oben so einen Schlitz drin hat und die so aufgehen, wenn man sie dann isst, dann ist da auch so ein bisschen Salz drin. Salzige, nussige Aromen habe ich hier fast. Zusammen, gemeinsam mit meinen gebratenen Brombeeren im Speckmantel. So, meine lieben Weinfreunde, wenn ihr die Finger an diese Weine bekommen könntet, solltet ihr es tun, greift zu. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Ich werde Ausschau halten nach neuen Weinen, die ich euch zeigen kann. Und bis dahin, schreibt mir mal eine Mail, schreibt ein paar Kommentare. Ich freue mich dann ganz doll. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.